Ob gebacken oder gebraten, gekocht oder geröstet, als Chips oder Pommes frites. Irgendwann in deinem Leben hast du sicher schon einmal eine Kartoffel gegessen. Eine Köstlichkeit, sicher, aber Tatsache ist, dass Kartoffeln in unserer Geschichte eine viel größere Rolle gespielt haben als nur die eines Grundnahrungsmittels, das wir heute kennen und lieben. Ohne die Kartoffel würde unsere moderne Zivilisation vielleicht gar nicht existieren. Vor 8000 Jahren kultivierten die alten Peruaner in Südamerika hoch in den Anden als erste die Kartoffel. Mit ihrem hohen Eiweiß- und Kohlenhydratgehalt sowie essentiellen Fetten, Vitaminen und Mineralien waren Kartoffeln die perfekte Nahrungsquelle, um die vielen Arbeiter der Inka zu stärken, die Terrassenfelder anlegten und bewirtschafteten, in Bergwerken schufteten und die hochentwickelte Zivilisation des mächtigen Inka-Reiches schufen. In Anbetracht deren Bedeutung für das Volk der Inka war die Kartoffel jedoch ein Reinfall, als spanische Seefahrer sie erstmals aus den Anden nach Europa brachten. Die Europäer wollten diese ihrer Meinung nach langweilige und geschmacklose Kuriosität aus einem seltsamen neuen Land einfach nicht essen, da sie zu sehr mit der tödlichen Nachtschattenpflanze Tollkirsche verwandt war. Stattdessen verwendeten sie die Kartoffel daher als dekorative Gartenpflanze. Es sollte noch über 200 Jahre dauern, bis sich die Kartoffel in ganz Europa als wichtige Nahrungsquelle durchsetzte, auch wenn sie selbst dann noch hauptsächlich von den unteren Schichten verzehrt wurde. Ab etwa 1750 waren die europäischen Bauern jedoch dank der breiten Verfügbarkeit von preiswerten und nahrhaften Kartoffeln nicht mehr den regelmäßig auftretenden Getreideknappheiten jener Zeit ausgeliefert. Und so wuchs diese Bevölkerungsgruppe stetig an. Infolgedessen erhoben sich das britische, das niederländische und das deutsche Reich auf den Schultern der wachsenden Schar von Bauern, Arbeitern und Soldaten und verhalfen dem Westen so zu einer Vormachtstellung in der Welt. Doch nicht in allen europäischen Ländern entstanden Imperien. Nachdem die Iren die Kartoffel angenommen hatten, erhöhte sich die Bevölkerungszahl dramatisch, ebenso wie die Abhängigkeit von der Knolle als Hauptnahrungsmittel. Doch dann kam es zur Katastrophe. Von 1845 bis 1852 vernichtete die Kartoffelfäule den Großteil der irischen Ernte und führte zur großen Hungersnot in Irland, einer der schlimmsten Hungersnöte der Weltgeschichte. Über 1 Million Iren verhungerten und 2 Millionen weitere verließen ihre Heimat. Aber natürlich war das nicht das Ende der Kartoffel. Die Erntemengen erholten sich schließlich und die Bevölkerung Europas, insbesondere die Arbeiterklasse, wuchs weiter. Dank des Zustroms irischer Migranten hatte Europa nun eine große, nachhaltige und wohlgenährte Bevölkerung, die in der Lage war, die aufstrebenden Fabriken zu betreiben, die unsere moderne Welt durch die industrielle Revolution hervorbrachte. Eine Welt ohne Kartoffeln ist daher kaum vorstellbar. Hätte es die industrielle Revolution jemals gegeben? Hätten die Alliierten den Zweiten Weltkrieg ohne diese ertragreiche Nutzpflanze zur Verpflegung ihrer Truppen verloren? Hätte er überhaupt begonnen? Wenn man es so betrachtet, können viele wichtige Meilensteine der Weltgeschichte zumindest teilweise auf diese einfache Knolle aus den peruanischen Bergen zurückgeführt werden. Abonniere diesen Kanal, wenn du dich für Geschichte interessierst, denn die Lektionen von gestern können uns helfen, die Herausforderungen von heute zu meistern.